And because of the cold, extreme cold, they have the same that we do. US-Präsident Donald Trump behauptet, dass der russische Präsident Wladimir Putin nach einem persönlichen Appell angesichts extremer Kälte zugestimmt habe, Angriffe auf die ukrainische Energieinfrastruktur für eine Woche auszusetzen. Eine Bestätigung eines Waffenstillstands durch Moskau oder Kiew liegt jedoch nicht vor. Trump erklärte, dass er diesen Antrag in einem zuvor nicht veröffentlichten Telefonat mit dem russischen Staatschef gestellt habe. Bei einem Kabinettstreffen am Donnerstag im Weißen Haus, an dem Trumps hochrangige Berater teilnahmen, sagte Trump: „Ich habe Präsident Putin persönlich gebeten, eine Woche lang nicht auf Kiew und verschiedene Städte zu feuern, und er hat zugestimmt. Ich muss sagen, es war sehr nett." Trump machte keine Angaben zu Beginn oder Ende des Waffenstillstands. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky bestätigte nicht sofort, dass der Waffenstillstand in Kraft sei, betonte jedoch, dass Trump eine wichtige Erklärung über die Möglichkeit gemacht habe, Kiew und andere ukrainische Städte während der extremen Winterbedingungen zu sichern. Der kurzfristige Waffenstillstand, der von Russland noch nicht bestätigt wurde, wurde erstmals während Trumps Kabinettstreffen im Weißen Haus öffentlich bekannt gegeben. Sowohl Russland als auch die Ukraine zeigten sich über Trumps Ankündigung überrascht. Zelensky schrieb später, dass ein Waffenstillstand für Energieanlagen und andere lebenswichtige Infrastrukturen zwischen den beiden Seiten besprochen worden sei und er erwarte, dass die Vereinbarungen umgesetzt werden. Vor Trumps Erklärung gab es in sozialen Medien, die russischen und ukrainischen Militärkreisen nahestehen, Spekulationen über einen kurzfristigen Waffenstillstand. Diese Berichte wurden jedoch nicht bestätigt. Am Donnerstagmorgen lehnte der Kreml eine Stellungnahme dazu ab, ob ein Waffenstillstand für Energieinfrastruktur verhandelt worden sei. Trump behauptete außerdem, ukrainische Behörden über den Waffenstillstand informiert zu haben. Die Ukraine konnte es kaum glauben, aber sie waren sehr froh darüber, sagte er. Laut Reuters führten 2 jüngste russische Raketen- und Drohnenangriffe dazu, dass über 1 Million Menschen in Kiew ohne Strom waren und mehr als 6.000 Gebäude keine Heizung hatten. Das Land erlebt einen extrem harten Winter und die Temperaturen sollen in den kommenden Wochen auf bis zu -20 Grad Celsius sinken. Unterdessen wies Kreml-Berater Juri Uschakow Behauptungen von Trumps Sondergesandtem Steve Witkoff und Außenminister Marco Rubio zurück, wonach die einzige offene Frage zwischen Kiew und Moskau zur Beendigung des Krieges die Kontrolle über Gebiete in der Region Donbass sei. Uschakow erklärte: „Die Territorialfrage ist das wichtigste Thema, aber es gibt viele weitere Punkte auf der Agenda." Auf die Frage nach den Sicherheitsgarantien, die der Westen im Falle eines Abkommens der Ukraine zugesagt habe, sagte er: „Niemand hat diesbezüglich zugestimmt." Es wird erwartet, dass die Ukraine und Russland an diesem Wochenende in Abu Dhabi Gespräche fortsetzen, die sich speziell auf militärische Kontakte und die Überwachung eines möglichen Waffenstillstands konzentrieren. Die trilateralen Gespräche mit US-Vertretern in der vergangenen Woche waren das erste Mal seit dem Beginn der russischen Großoffensive 2022, dass alle 3 Seiten zusammenkamen. Uschakow zeigte sich zurückhaltend, als er nach dem Stand der Gespräche gefragt wurde. „Wir haben die erste Verhandlungsrunde im Rahmen der Arbeitsgruppen für Sicherheit durchgeführt. Das ist der aktuelle Stand." Am Donnerstagabend erklärte Zelensky, dass die Ukraine nach eigenen Angaben über neue russische Angriffsvorbereitungen informiert sei. „Unsere Geheimdienste haben Informationen zu diesem Thema geliefert und es ist notwendig, dass die USA, Europa und alle unsere Partner verstehen, wie dies die diplomatischen Verhandlungen diskreditiert", schrieb er. Zuvor hatte er gewarnt, Russland nutze den Verhandlungsprozess mit dem zynischen, harten Ziel, neue Maßnahmen zum Druck auf Russland, die Frieden erzwingen könnten, zu verzögern. Anfang dieser Woche wurden bei einem russischen Drohnenangriff 5 Menschen in einem ukrainischen Personenzug getötet. Laut ukrainischen Staatsanwälten wurde ein Wagen des Zuges mit 155 Passagieren direkt getroffen. 2 weitere Drohnen explodierten daneben. Zelensky bezeichnete den Angriff als terroristischen Akt. Und
Deine täglichen Weltnachrichten.